Das sendet das falsche Signal. Eine Phrase, die oft als eine Art rhetorische Lebenserhaltungsmaßnahme für konservative Politik herhalten muss. Ohne sie müsste man sich ja mit Inhalten, Argumenten, vielleicht sogar mit echten ethischen Erwägungen befassen. Statt immer wieder auf sogenannte Werte zurückfallen zu können, die dann im Endeffekt oft doch nicht mehr sind als Rechtfertigung etablierter Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten. Wäre es nicht absolut tragisch, wenn dieser Phrase etwas zustoßen würde? Aber der Reihe nach. Was wird hier überhaupt gesagt? Es wird behauptet, eine Handlung, eine Entscheidung, ein Gesetz sei nicht in erster Linie diese Sache selbst, sondern eben ein Signal. In der klassischen Variante mit dem Verb senden ist der Sache sogar jeglicher Anspruch an sich irgendetwas zu sein entzogen. Stattdessen wird sie auf eine rein übermittelnde Funktion beschränkt. Sie sendet ein Signal dafür, was richtig, was falsch, was moralisch, was unmoralisch, was normal, was unnormal ist. Das ist natürlich sehr oft sehr realitätsverzerrend und irreführend, aber der Fairness halber erstellen wir doch mal ein Szenario, in dem eine Handlung tatsächlich in erster Linie als Signal relevant wäre. Sagen wir, Bundeskanzlerin Merkel führe zu einer Klimakonferenz in einem Monstertruck. Monstertrucks fahren so oder so. Dass die Kanzlerin jetzt auch einen fährt, macht den Kohl, also die enormen CO2-Ausstöße, eigentlich auch nicht fett. Aber sie ist hier nun mal nicht in erster Linie die Privatperson Angela, die sich so einen Spaß vielleicht gern mal erlauben würde, sondern die Bundeskanzlerin. Sie hat als solche eine wichtige repräsentative Funktion und die Signale, die sie sendet, sind enorm wichtig. Die Fahrt mit dem Monstertruck wäre eine demonstrative Missachtung der Klimaziele, die die Bundesregierung erreichen will, vorgibt, erreichen zu wollen, vorzugeben, versucht, erreichen zu wollen. Entschuldigung, ich hab's gleich. Stets bemüht ist, vorzugeben, zu versuchen, erreichen zu wollen. So wird ein Schuh draus. In diesem Fall wäre diese Handlung also tatsächlich vor allem als Signal relevant. Solche Szenarien sind aber natürlich die Ausnahme, nicht die Regel. Vor allem, wenn es um Gesetze geht, sind die Konsequenzen, die eine legislative Entscheidung für reale Menschen hat, doch meistens um einiges wichtiger als die Signale, die diese legislative Entscheidung sendet oder angeblich sendet. Das hält PolitikerInnen verschiedener Couleur, vor allem aber doch konservativer Couleur, natürlich nicht davon ab, diese Phrase als rhetorischen Trick aus dem Hut zu ziehen, wenn inhaltliche Argumente fehlen. Beginnen wir, um das zu demonstrieren, mal mit einem echten Evergreen, mit der Aussage, die Legalisierung von Cannabis sende das falsche Signal. Mitte letzten Jahres zum Beispiel getätigt von Gesundheitsminister Jens Spahn im Gespräch mit einem struppigen Tim. Chapeau, Pink Raven. Was genau für ein Problem mit Cannabis hast du? Wir sehen durchaus eben auch Probleme gesundheitlich, psychisch, aber auch in der Frage, wie klappt es im Alltag, im Arbeitsleben, Ausbildung. Ich habe im eigenen Freundeskreis es erlebt, ich bin ja an der niederländischen Grenze groß geworden, dass da jemand morgens den Weg aus dem Bett nicht mehr gefunden hat, aus der Wohnung und seinen Ausbildungsplatz verloren hat. Ich weiß, das ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme, aber mir ist halt wichtig, das Signal. Auch wenn er hier Bezug nimmt auf Umstände, deren Wahrheitsgehalt ich gar nicht anzweifeln will, so tut er das doch nur, um, so absurd das ist,
eine moralische Verurteilung einer Substanz vorzunehmen. Die tatsächlichen Folgen der Cannabis-Prohibition wie leichterer Zugang für Jugendliche, Unkontrollierbarkeit eines Produkts, das sowieso konsumiert wird, und insgesamt eine Förderung von Kriminalität werden beiseite geschoben, um dann zu sagen, ja, aber uns ist es ja wichtiger zu signalisieren, dass wir moralisch gegen diese Substanz eingestellt sind und das schlimm finden, wenn Leute die verkaufen oder nehmen. 2 Jahre zuvor hatte Herr Spahn im Interview mit Thilo Jung von Jung und Naiv eine noch viel faszinierendere Antwort auf die Frage nach Cannabis-Legalisierung, in der er das falsche Signal gleich zweimal beschwor. Er will hier betont locker wirken, wie es dem Format angemessen ist, und in dieser Bemühung entgeht es ihm wohl, dass er hierbei ein vollkommen fatales Signal sendet. Atze will wissen, wann wird Cannabis legalisiert? Also mit uns gar nicht, deswegen kann ich ihm nicht sagen, wann, warum nicht, weil ich das für das falsche Signal halte, gerade für junge Menschen. Wir haben das Problem, dass immer mehr 15-, 16-, 17-Jährige sogar einen Entzug brauchen, weil sie sich in Probleme gebracht haben. Ich weiß auch, die allermeisten kriegen das irgendwie hin, aber es wäre halt das falsche Signal. Meine Erfahrung ist übrigens direkt auch von der niederländischen Grenze, der sein Zeug zum Kiffen braucht, der hat es doch auch. Also die sollen sich doch nicht alle immer so anstellen. Er rechtfertigt die Gesetze der Bundesregierung, die er selbst vertritt, also im gleichen Atemzug, indem er sagt, dass diese Gesetze andauernd und vollkommen selbstverständlich gebrochen würden, sei doch total normal und eigentlich auch voll lustig. Ich bin nun wirklich keine leidenschaftliche Liebhaberin der Bundesrepublik Deutschland, und doch finde ich, von einem direkten Repräsentanten hätte die Arme doch ein bisschen mehr Loyalität verdient. Zumal, wenn er jetzt als Kanzlerkandidat gehandelt wird. Ich würde an dieser Stelle doch mal ein leidenschaftliches Plädoyer dafür ablegen, Leute, die derartige Gedankengänge haben, die sie dann auch noch wagen zu äußern, bitte einmal von Gesetzgebung fernzuhalten. Sie beweisen doch ihre Unqualifiziertheit, in diesem Bereich zu arbeiten, so eindeutig durch solche vollkommen abstrusen Gedankengänge, die sich wirklich nur dadurch halten können, dass sie schön weich in geltende Normen eingebettet sind. Es geht mir aber gar nicht so sehr um die persönliche Inkonsequenz von Herrn Spahn, sondern darum, dass sich hier ein durchaus sehr folgenreiches Paradoxon konservativer Politik zeigt. Unter dem Deckmantel von hart durchgreifen, Law and Order Rhetorik werden in Wirklichkeit gesetzlose Zustände gebilligt und gefördert. Illegale Substanzen sind natürlich der staatlichen Kontrolle vollkommen entzogen. Nur wenn im Handel etwas schief geht, hat der Staat hier irgendeine Handhabe. Die Ausnahmesituation der Festnahme und der Beschlagnahmung großer Mengen von Drogen mag rein emotional der konservativen Katharsis dienlich sein. Pragmatisch betrachtet bewirkt sie nur einen Austausch der Akteure. Hier entscheidet also fatalerweise nur das Signal, nicht die Realität über politisches Handeln. Und die Konsequenzen dieser Politik sind kein banaler Witz. An der deutsch-niederländischen Grenze wird das Grundgesetz außer Kraft gesetzt, um eventuell 5 Gramm Haschisch zu finden. Junge Menschen werden von PolizistInnen in Bahnhofshinterzimmer geführt, wo sie die Arschbacken spreizen müssen. Ein Polizist leuchtet ihnen dann mit einer Taschenlampe in den Anus, um eventuell dort eine winzige Menge Drogen zu entdecken. Woher ich das weiß? Ich bin selbst Opfer davon geworden. 8.12.2011, mein 20. Geburtstag. Hauptbahnhof Leer, Ostfriesland. War ich schockiert.
Nein, ich wurde anständig erzogen. Ich wurde gewarnt vor konservativen Werten. Drogenpolitik eignet sich insgesamt ganz hervorragend dazu, die Phrase vom falschen Signal zu dekonstruieren. Und nicht nur diese Phrase, sondern eigentlich den gesamten Anspruch konservativer Politik auf Moral im Allgemeinen. Man muss sich vor Augen führen, dass hier eine Sache verteufelt wurde über Jahrzehnte. Die Sache ist ganz allgemein Drogen, die einige negative Aspekte mit sich bringt, die auch viel Schlimmes in der Welt wahrscheinlich verursacht hat. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, ja, weil die Sache so schlimm ist, können wir jetzt in dem Bereich, in allen Bereichen, die diese Sache betreffen, handeln, als gäbe es keine wirklichen ethischen Maßstäbe für unser Handeln. Und so ist auch zum Beispiel die Beschwörung des falschen Signals zu erklären, wenn es um das Thema Drug-Checking geht. Beim sogenannten Drug-Checking handelt es sich um ein Angebot, bei dem es KonsumentInnen illegaler Substanzen ermöglicht wird, ihre Drogen auf Reinheit überprüfen zu lassen. Natürlich kann das Überdosierung, Vergiftungen und sogar Todesfälle verhindern und natürlich schrillt da bei unseren lieben Konservativen jede Alarmglocke. Das Signal, würde bitte mal jemand darüber reden, wie falsch das Signal ist. Schon gut, ihr putzigen, traditionsverliebten TräumerInnen. Ich bin ja da. Und ja, ich bin da, um zu reden. Aber ich rede doch lieber über tatsächliche Auswirkungen, die Maßnahmen haben, als über angebliche Signale, die sie senden. Also, realitätsnahes Szenario. Jemand besitzt Drogen. Um Gottes Willen. Polizeiliche Kontrollen, Sicherheit, öffentliche Ordnung, hart durchgreifen. Aber es ist nun mal so, diese Person hat Drogen und sie wird sie auch einnehmen. Nun weiß sie nicht, ob diese Drogen gestreckt sind und wenn sie das nicht in Erfahrung bringen kann, gibt es nichts, was sie davon abhalten wird, sie zu nehmen. Denn die reine, unüberprüfbare Vermutung, dass die Drogen gestreckt sein könnten, wird niemanden davon abhalten, sie einzunehmen, wenn diese Person sie schon gekauft hat. Wenn diese Person aber überprüfen kann, ob die Droge verunreinigt ist, vielleicht sogar mit giftigen Materialien verunreinigt ist, dann wird es sehr viel unwahrscheinlicher, dass sie diese Droge nimmt. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass durch das Drug-Checking ein Drogenkonsum verhindert wird, was doch eigentlich im Interesse der Konservativen liegen müsste. Es geht doch angeblich darum, Schaden abzuwenden, Menschenleben zu erhalten. Wenn jetzt eine Person gestorben ist, weil sie verunreinigte Drogen genommen hat, dann wäre das doch tragisch. Aber ein respektables Leben war das ja jetzt sowieso nicht. Oh, wird hier aufgenommen. Löschen Sie das sofort. Wer sich nicht sittsam verhält, hat es ja zumindest ein bisschen verdient zu sterben. So eine Einstellung ist wahrscheinlich nicht allen Leuten, die Drug-Checking instinktiv und unreflektiert ablehnen, vorzuwerfen. Aber allein der Blick in Welt.de Kommentarspalten, wenn es um Drogentote geht, verrät, dass sie in konservativen Kreisen sehr verbreitet ist. Teilweise geht das sogar so weit, dass dort sozialdarwinistische Kurzmanifeste verfasst werden, in denen Drogenkonsum als Instrument der natürlichen Auslese bezeichnet wird. Mit solchen Werten reicht natürlich die Beschwörung eines angeblichen falschen Signals, um Helfen und Leben retten zu verteufeln. Kein Wunder, dass sich diese Phrase bei PropagandistInnen der rigiden Aufrechterhaltung restriktiver sozialer Normen so großer Beliebtheit erfreut.
So konnte sie sich auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble im Juli letzten Jahres nicht verkneifen. Hier ging es um die Seenotrettung von Geflüchteten. Er stellte hier also ein angebliches falsches Signal, das an Schlepper gesendet werde, über das Überleben Tausender von Menschen. Es ist doch immer wieder beruhigend, wie unser politisches System unfehlbar nur Charaktere höchster moralischer Integrität in die höchsten Positionen hieft. Bei unseren NachbarInnen in Österreich funktioniert das ja sogar noch besser, wie Bundeskanzler Kurz nicht müde wird, unter Beweis zu stellen. Gäbe es sowas wie ein ehrliches Handbuch des Konservatismus, so stünde auf der ersten Seite: Das Signal der Wahrung traditioneller sozialer Ordnung ist stets über die Vermeidung menschlichen Leids und über die Erhaltung menschlichen Lebens zu stellen. Ja, konservative Werte sind erschreckend, wenn sie mal wirklich benannt werden, wenn die blumigen Worthülsen wegfallen und wenn sich ihre wahren Konsequenzen zeigen. Mir persönlich ist es wichtiger, dass menschliches Leid gelindert wird, dass Menschenleben gerettet werden, als dass restriktive soziale Normen, unter denen viele Menschen leiden, aufrechterhalten werden. Wenn ihr das auch so seht, dann liked, kommentiert, teilt, tweetet, retweetet bitte dieses Video und helft dabei mit, das angebliche konservative Moralmonopol zu durchbrechen.